Nach einer weiteren Etappe über Nacht sind wir mittlerweile wesentlich näher am Sudan als an Hurghada oder Marsa. Wir haben unser erstes Hauptreiseziel erreicht. Wir sind in St. John's. St. John's, nicht nur ein Riff, sondern eine ganze Region. Und in erster Linie bekannt für die namensgebenden St. John's Caves. Ein Paradies für Fotografen und Videofilmer, so wie mich. Unter anderem schlafen in den Höhlen Weißspitzenhaie. Ein recht bekannter und auch neugieriger Napoleonbarsch soll hier leben. Aber nicht nur der soll ein Highlight sein, sondern auch die Fülle an Makrolebewesen, vor allem bei Nacht. Tatsächlich hatte ich mir St. John's irgendwie anders vorgestellt. Mit seinen tiefen Drop-Offs hatte das ja eher was von den Brothers. Nur eben in weniger spektakulär und leider auch wesentlich schlechtere Sicht. Trotz der Steilwände haben sich bislang im Blauwasser keine großen Viecher sehen lassen. Oder waren durch die generell miese Sicht einfach nicht zu finden. Nach dem letzten Tauchgang hier werden wir wie angekündigt über Nacht in einer Tour zurück nach Port Galib fahren, die Spirit verlassen und für den zweiten Teil der Tour unser eigentliches Schiff boarden. Die Red Sea Aggressor 4. Fingers crossed also für Daedalus und Elphinstone. Aber vorher kommen wir noch zu einem ersten Highlight dieser Reise, dem eigentlichen Ziel, die St. John's Caves. Und ob dieser Tauchspot halten kann, was er verspricht, let's find out.